Neutrino aus ferner Galaxie entdeckt, schwarzes Loch fotografiert. Wie geht das eigentlich? Um dir einen Einblick zu geben, wie Forschende in der Astroteilchenphysik arbeiten, haben wir Cosmic@Web entwickelt. Ein frei zugängliches Online-Tool, mit dem du Daten von Experimenten auswerten kannst, die weltweit kosmische Teilchen messen. Hier zeigen wir dir, wie. Bei DESI in Zeuthen erforschen WissenschaftlerInnen das Universum. Dazu messen sie kleinste Teilchen, die beständig auf die Erde prasseln, mit speziellen Teleskopen. Oft sind diese Messungen Langzeitstudien, denn erst mit ausreichend Daten ist ein verlässliches Ergebnis möglich. Forschende arbeiten deswegen in internationalen Kollaborationen zusammen, um große Experimente zu bauen und zu betreiben. Ob bei der Planung und Entwicklung, der Auswertung von Daten oder beim Aufstellen von Theorien, die Arbeit findet meist vor dem Computer statt. Doch auch wenn ein chaotischer Büroraum mit leeren Kaffeetassen weniger romantisch ist als eine Nacht unterm Sternenhimmel, es hat Vorteile. Die Teleskope arbeiten weitgehend autonom, unterstützt von Technikern vor Ort. Forschende können ausschlafen und ihre Daten einfach über das Internet herunterladen. Bei Cosmic@Web ist das genauso. Ein Computer mit Internetzugang ist alles, was du brauchst. Mit Cosmic@Web kannst du Schritt für Schritt nachvollziehen, wie Forschung funktioniert. Am Anfang jeder wissenschaftlichen Arbeit steht eine Frage. Bei Cosmic@Web könnte so eine Frage lauten: Wie werden kosmische Teilchen durch das Erdmagnetfeld beeinflusst? Schritt 1 ist die Recherche. Das gewonnene Wissen erlaubt dir dann, eine Hypothese aufzustellen. Das ist eine informierte Vermutung, was passieren wird. Hypothesen sind sehr konkret, aber sie folgen aus Modellen, die von Theoretikern aufgestellt werden und beschreiben, welche Regeln unserer Welt zugrunde liegen. Wie das Erdmagnetfeld kosmische Teilchen beeinflusst, wird zum Beispiel dadurch bestimmt, wie sich im Allgemeinen Ladungen in Magnetfeldern verhalten. Mit der Hypothese im Gepäck wählst du ein geeignetes Experiment aus. Welches am besten passt, hängt von deiner Forschungsfrage ab und den Messgrößen, die du brauchst, um sie zu untersuchen. Auch die Auflösung des Teleskops und seine Messunsicherheit können eine Rolle spielen. Jetzt kann die Auswertung beginnen. Erstelle dazu aus deinen Daten ein Diagramm, denn nur grafisch kannst du sie gut überblicken und Zusammenhänge erkennen. Stimmt die Hypothese? Was folgt daraus? Besonders wichtig sind dabei Messunsicherheiten, denn sie können entscheiden, ob ein Ergebnis signifikant genug ist, um eine Theorie zu bestätigen oder zu beerdigen. Zu guter Letzt diskutierst du deine Ergebnisse in einem Vortrag oder einer schriftlichen Arbeit. Erkenntnisse werfen immer neue Fragen auf und lassen die Jagd nach der Wahrheit von neuem beginnen. Hier ein paar praktische Tipps, die wir dir mit auf den Weg geben möchten. Unter cosmic.desi.de haben wir Infos zur kosmischen Strahlung und den Experimenten von Cosmic@Web zusammengestellt. Ein guter Startpunkt für deine Recherche. Wenn du dich für eine Forschungsfrage entschieden hast und eine Hypothese aufgestellt hast, kann die Analyse beginnen. Klicke dafür auf Cosmic@Web und dann auf Tool zur Online-Analyse oder gehe zu cosmic@web.desi.de. Als erstes wirst du gefragt, ob du ein Tutorial machen möchtest. Das erklärt dir Schritt für Schritt, wie du die Daten auswählst und Diagramme erstellst. Programmierkenntnisse sind dafür nicht nötig, aber nimm dir etwas Zeit, um dich mit der Bedienung vertraut zu machen. Eine ausführliche Dokumentation des Tools und Details zu den Datensätzen sind oben auf der Seite verlinkt. Mit Fragen kannst du dich jederzeit an uns wenden. Na dann kann's ja losgehen. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Jagd nach kosmischen Teilchen.